Moin Leute, herzlich willkommen in der neuen Folge. Heute mit nettem Spielzeug. So, moin Leute, herzlich willkommen hier in der Folge. Ganz spontan haben wir hier heute einen Querneland-Grubber da. Wir wussten beide noch nicht vor 24 Stunden, dass wir heute hier drehen werden. Super spontan. Ihr kennt Alex sicherlich noch ein bisschen von dem Einzelkorn-Event vom Traction Bootcamp. Glaube ich, da hat man dich gesehen, oder? Ja, genau. Da waren wir zusammen in der Kabine. Ja, genau. Also, Alex ist hier mit einem schönen Grubber und der wird uns erstmal erklären, was das Gute kann. Und das Nette ist, als Beipack, der hat einen Fendt One mitgebracht. Den können wir uns auch nochmal gleich angucken. So, Alex, erzähl mal. Ja, also wir sind hier mit unserem Querneland Turbo. Können wir auch mal eben hier dran gehen. Ist unser Spezialist von flach bis mitteltief, sage ich jetzt mal. Also wir können so ab 3 cm bis 20 cm Arbeitstiefe alles abdecken. Natürlich dann immer mit unterschiedlichen Scharen. Ich mache das hier mal eben fest. Na. Natürlich immer mit unterschiedlichen Scharen. Jetzt haben wir die Flügelschare drauf, weil wir hier natürlich jetzt gerade bei euch im Gebiet flach erster Stoppelsturz sind. So flach wie es geht eben abschneiden. Weil gerade dieses Jahr bei euch ist ja Wassermangel angesagt und da wollen wir natürlich nicht noch mehr Wasser verlieren. Wenn ich damit natürlich Richtung 20 will, haben wir natürlich auch Meißelschare, mit denen wir dann halt auch tief arbeiten können. Das Besondere an dem Grubber ist, wir gehen erstmal auf das Wichtigste ein. Wir können diesen Grubber mit 2 Zinken ausliefern. Wir haben jetzt hier unseren Reflex-Zinken. Man sieht großer Federzinken, groß dimensioniert, 200 Kilogramm Auslösekraft. Und das Besondere an dem Zinken ist, dass der halt wirklich erst ab 200 Kilogramm Auslösekraft aufmacht. Bis dahin verlieren wir maximal 2 cm Arbeitstiefe. Und an der Spitze heißt, wir stehen relativ lange, auch wenn wir großen Druck bekommen. Wenn man sagt, ich habe sehr steinige Bedingungen oder wir wollen immer nur ultra flach schneiden, dann haben wir auch noch die Option des Triflex 400 Zinken. Das ist ein Hohlgrindelzinken, der baut dann nach hinten aus, so rum. Blattfederüberlast gesichert, so wie man das von unseren Quernelandflügen kennt. Und der kann dann halt bis 400 Kilogramm Auslösekraft, steht also deutlich länger. Und gerade wenn ich ultra flach arbeiten will, steht der halt auch deutlich schöner. Ist halt immer so das, was der Kunde nachher möchte. Ein weiterer besonderer Punkt ist hier vorne. Wir haben hier unseren Zylinder, der natürlich in erster Linie erstmal für den Parallelaushub der Maschine zuständig ist, aber der kann auch zusätzlich bis zu 1,5 Tonnen vom Grubber auf die Hinterachse des Schleppers transferieren. Also wir haben hier ein System drin, hier hinter sitzt noch eine kleine Elektronikbox, wir haben oben drauf ein kleines Bedienfeld, so eine kleine Clipbox und wir können durch den Untergriff des Grubbers, den er kriegt, die Kraft nutzen und 1,5 Tonnen auf den Schlepper, also bis zu 1,5 Tonnen auf den Schlepper transferieren auf die Hinterachse. Bedeutet, wir müssen nicht unbedingt noch so viel mehr Frontgewicht oder den Schlepper noch zusätzlich aufballastieren. Ist natürlich so lange, bei ganz flach werden wir das nicht bekommen, aber gerade wenn wir tief gehen, haben wir ja genug Untergriff und der Grubber kann uns das rüberschicken. Damit der Grubber sich natürlich bei dem System nicht selbstständig aushebt, ist hier vorne noch ein Sensor verbaut, der merkt, wenn der Grubber quasi hochkommt und dann sagt das System, okay, ich hebe mich jetzt gerade selber aus, wir verringern hier den Druck und das System schützt sich immer selber, dass der Grubber in der Erde bleibt und schickt das an Kraft rüber, was wir können. Ansonsten ist noch dazu zu sagen, wir haben die Maschine ist so, wie sie jetzt hier ist, 6,5 Meter Grubber. Wir können sie auch noch als 8 Meter Variante anbieten. Und hinten können wir das komplette Querneland Produktportfolio an Nachläuferwalzen anbieten. Wir haben jetzt hier unsere Doppel-STS-Walze, unsere Actipress Twin. Die können wir natürlich auch als Actipress Single anbieten. Wir können eine Doppelrohrstab, eine Rohrstab, eine Actiflex, das ist eine Federringwalze, anbieten. Also für jede Bodenbedingung das Ideale. Die Besonderheit an unserer Doppel-STS, was man kurz erwähnen kann, ist, dass wir hier in dem System, wir haben Boogie eingebaut, weil grundsätzlich, wenn man die jetzt festsetzt
und ich arbeite mal flach, mal tiefer. Man belastet immer eine der beiden Walzen mehr, entweder die vordere oder die hintere. Und durch dieses Boogie-System haben wir jetzt quasi, wir drücken immer auf beide Walzen das gleiche Gewicht. Mit diesen Schrauben kann man die halt in verschiedene Positionen festsetzen. Ich kann sie auch ganz festsetzen, ich kann sie ein bisschen lupfen, je nachdem, wie ich das für meine Bodenbedingungen brauche oder wie ich damit arbeiten möchte. Jetzt neu, was wir ab diesem Jahr haben, ist noch der einreihige Fingerstriegel, der noch dahinter läuft, um halt noch mal gerade, wenn wir flach arbeiten oder im zweiten Gang die Unkräuter oben drauf zu legen, damit die schön austrocknen können, damit wir da auch sauber arbeiten können und Pflanzenschutzmittel einsparen können. Und auch neu ab diesem Jahr ist, wir können die komplette hintere Walzeneinheit, so wie sie hier ist, weglassen und den Grubber quasi mit einem dreireihigen Fingerstriegel bekommen. Der ist dann so hoch, ich kann die unterschiedlich aggressiv zueinander einstellen, die drei, und hydraulisch be- oder entlasten und dann das ganze System als Öko-Grubber fahren quasi. Genau, also dabei habt ihr euch dann sozusagen gedacht, dass ihr ja, sozusagen die Unkräuter rauswühlt, an der Oberfläche anstriegelt und nicht andrücken wollt wieder und deswegen sozusagen die flache Bearbeitung, wo ihr es einfach an der Oberfläche rauszieht. Also das ist jetzt so für die, ich sag mal, für die Biobetriebe, die wir jetzt haben und so, weil das Thema Pflanzenschutzeinsparung und auch Düngereinsparung ist ja in aller Munde und da muss sich jeder Hersteller natürlich ein bisschen was einfallen lassen und das ist unsere Antwort. Dann haben wir hier also 3 große Striegel, die die Unkräuter nur oben drauf legen. Gibt es das auch sozusagen als Variante, dass ich beides mal fahren kann? Also zum Umrüsten, dass ich sage, okay, ich habe die Walze auf dem Hof für Herbstbestellarbeiten, ich habe aber fürs Frühjahr eventuell einen Striegelsatz da, den ich da einbauen kann? Also ein Schnellwechselsystem haben wir bis jetzt noch nicht, weil das halt konstruktionsmäßig natürlich ein Heidenaufwand ist, dass es auch alles vernünftig dann hält, weil hier natürlich, wenn das System so fährt, wie es jetzt fährt, natürlich eine Heidekraft hier hinten auf der Walze nachher lastet. Also bis jetzt können wir kein Schnellwechselsystem anbieten. Nein. Okay. Also ich muss mich schon entscheiden, entweder oder. Du hast vorhin gerade noch gesagt, 6 und 8 Meter. Gibt es das Ding auch kleiner? Gibt es das Ding auch im Dreipunkt? Genau, in der Dreipunkt haben wir es ab 3 Meter anfangt. Also in Deutschland wären es dann 3 Meter, 4 Meter, 4,5, 5, 6. In der Dreipunkt natürlich ab 4 Meter dann geklappt. 3 Punkt noch Star, 3,5 können wir in Deutschland nicht anbieten, weil wir das nicht fahren können. Der Unterschied dann zwischen aufgesattelt und angehangen ist, im angehangenen Zustand sind wir immer 4-balkig. Im aufgesattelten haben wir 5-balkig, weil wir halt einfach den Platz haben nach hinten. Bei den angehangenen geht es halt darum, um Hubkraft und sonstiges. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir ein bisschen kürzer bauen, weil das wird natürlich auch alles schwer sonst nach hinten raus. Und beim Aufgesattelten haben wir das nicht. Und noch ein Punkt, beim 3-Punkt angebauten haben wir immer einen Balkenabstand von 50 cm. Bei der aufgesattelten Variante wie hier fangen wir vorne mit 50 cm an und machen ab der 3. Reihe auf und gehen hinten auf bis auf einen Balkenabstand von 90 cm. Bedeutet, wir haben einen unglaublich hohen Durchgang. Selbst wenn wir vorne mal irgendwie kurz was gesammelt haben, vibriert sich das los durch die Zinken und verteilt sich hinten sauber auf der gesamten Breite der Maschine. Was auch grundsätzlich durch den 19 cm Strichabstand gekommen ist. Also wir sind auf 19 cm, fahren jetzt hier mit 240 mm breiten Flügeln, also 5 cm Überschnitt. Und zusätzlich haben wir hier noch eine relativ hohe Rahmenhöhe von über 70 cm, sodass wir auch, wenn wir hohe Ernterückstände haben oder hohen Aufwuchs, da gut durchkommen. Ich glaube, du hast auch damit gerade meine Frage beantwortet. Meine Frage war Strichabstand und Überschnitt, glaube ich, hatten wir gehabt. Genau. Und ein paar Worte, lasst uns noch mal zu der Einstellung kommen. Wie stellt ihr die Tiefe ein? Kann man das aus der Kabine? Was habt ihr euch gedacht? Also kurz, wo du gerade sagst, aus der Kabine. Wir sind jetzt hier vor dem Turbo 6500T. Der ist quasi, ich sag mal, das ist der mechanische Grubber. Diese ganze Maschine gibt es noch als Isobus-Variante. Das heißt, bei dem kann ich alles. Also ich habe ein Isobus-Kabel, der läuft über Load Sensing und ich kann alles aus der Kabine raus einstellen. Sag mal, wart ihr das nicht, die Precision Farming in Bodenbearbeitung könnt? Also ihr könnt dann verschiedene Bearbeitungstiefen auf verschiedene Ebenen fahren, auf Zonen nach Karte? Ja, also das kann der iTiller. Da sind wir noch gerade in der Erprobung, dass das sauber läuft. Also wir arbeiten da dran. Die Maschine an sich, der iTiller kann es. Und wir arbeiten halt jetzt gerade mit der Software, dass wir das auch sauber abarbeiten können, so wie der Kunde das dann halt auch nachher haben möchte. Ne? Wenn wir jetzt hierbei bleiben, hier ist dann, ich sage mal in Anführungsstrichen, die mechanische Tiefeneinstellung. Also wir haben vorne an den 4 Tasträdern 4 Hydraulikzylinder und
Hinten sind 6 Hydraulikzylinder und wir können die vom Schlepper aus, natürlich über ein Steuergerät fahren wir die raus und über die Spacer, so nennen wir sie, können wir die rein oder rausklipsen und damit die Arbeitstiefe bestimmen. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil du hast keine Clips, die du irgendwie unterbringen musst, sondern du ziehst die einfach nur raus und lässt die daneben hängen oder machst alle wieder rein. Ist auch eine interessante Lösung, muss ich sagen. Genau, also ist auch unglaublich benutzerfreundlich. Wenn ich auf dem Schlepper, ich komme an, fahre eben die Zylinder alle raus, clips die raus. Ein Spacer ist circa irgendwo so 1 cm, hängt natürlich auch immer vom Boden ab. Nehme die raus, fahre los, gucke, kontrolliere. Und ich kann halt auch mit diesem System, die sind ja relativ schmal, ich kann hinten zum Beispiel ein mehr rausnehmen als vorne. Je nachdem, wie die Maschine halt steht und wie der Boden sich so anpasst, kann ich dann halt immer die Maschine optimal in Waage stellen. Und ja, muss nichts irgendwo anders unterbringen oder mitnehmen, ist immer alles hier und auch relativ bedienerfreundlich. Okay. Ich würde sagen, wir haben den gut abgearbeitet. Die anderen Fragen kommen sicherlich beim Arbeiten. Vielleicht erklär noch, was das für Drehrädchen? Die habe ich gerade ins Auge gefasst. Die Drehrädchen, die wir hier haben, sind für den Parallelaushub des Frontzylinders zum Fahrwerk. Die stelle ich quasi einmal ein und danach kann ich sie quasi lassen. Ich kann einstellen, ob ich den immer parallel ausgehoben haben möchte, ob er vorne ein bisschen früher aushebt als hinten oder ob er vorne ein bisschen eher eintaucht als hinten. Je nachdem, wie ich das habe. Manche möchten, dass er vorne halt ein bisschen schneller reingeht, dass er quasi so reingleitet. Die meisten fahren ihn aber als Parallelaushub. Also das stelle ich einmal ein, wenn ich die Maschine bekomme und dann fasse ich das im Normalfall eigentlich nicht mehr an. Okay, würde ich sagen, das war es erstmal fürs Technische. Ich denke, wir fangen erstmal mit einer Bearbeitungstiefe von so 2-3 Zentimetern an. Gucken uns das, wie flach der wirklich gut abschneidet. Und dann müssen wir ja hier mal ein bisschen tiefer gehen. Wir haben ja leider hier einen kleinen Fauxpas gehabt mit Bodenwellen. Also gucken wir uns das erstmal an. So, wenn Hannes filmt, dann muss er auch mit Film filmen und nicht Zeitraffer machen. Während er jetzt hier seine Bahn dreht, kann ich euch das noch kurz erklären. Ihr fragt euch sicherlich, ja, Grubber bei Hannes, das passt doch gar nicht mehr zusammen. Der will doch jetzt weniger Bodenbearbeitung, was lässt er sich denn Grubber vorführen? Ist in der Tat so, aber wir haben hier leider im Herbst ein kleines Fauxpas gehabt mit unserer Tigerdrill und haben uns hier Bodenwellen reingemacht. Das heißt, wir müssen das hier einmal einebnen, bevor wir auch hier sagen können, nach Zwischenfrucht oder jetzt kommt Zwischenfrucht, Direktsaat oder Striptill, ne? Nur im Striptill-Verfahren, ohne Lockerung. Leider Gottes müssen wir das jetzt machen und das hat sich hier kurzfristig ergeben. Wir haben gestern miteinander geschrieben wegen einer anderen Sache und dann hat er gesagt, er war hier in der Gegend, habe ich geschrieben, was machst du denn? Ja, ich führe einen Grubber vor für flache Bearbeitung. Habe ich geschrieben, ja, können wir uns kurz angucken, wenn du Bock hast. Und hat dann direkt zurückgerufen und hat gesagt, ja, wir könnten morgen früh, wenn du Lust hast. Und jetzt sind wir hier und dann machen wir euch erstmal die Aufnahme. Er lässt gerade Luft ab. Fendt 939, Fendt One, gucken wir uns nachher noch aus der Kabine an, fahre ich selber noch ein bisschen. Muss euch aber sagen, ich habe keine Ahnung, wie das in der Kabine funktioniert. Ich kriege sicherlich nur End und Go gezeigt und alles drum und dran. Ich habe keine Einweisung für Fendt One gekriegt. Das heißt, eine richtige Fendt One Vorstellung müssen wir noch mal machen bei Zeiten. So, jetzt geht's los. Aber was wir sehen, das war schon mal tiefer als 3 cm. Er muss natürlich erst mal gucken, wie ist er gestern auf einem anderen Betrieb gefahren und stellt das Ganze ein. Also hier ist erstmal noch nichts abgeschnitten, aber wir sind ja noch in der Einstellung. Während er sie gerade einstellt, können wir ja noch 1-2 Worte generell mal zur Bodenbearbeitung verlieren. Was ist das Ziel zum Beispiel dieser ersten Bearbeitung bei diesen Stoppeln? Generell ist es gar nicht schlimm, wenn die Stoppeln da jetzt stehen. Aber was wir zum Teil erreichen wollen, wenn wir diesen Schritt machen. Was wir erreichen wollen, ist einfach, dass das Ausfallgetreide keimt. Und damit das Ausfallgetreide keimt, muss es eigentlich oder darf es auch nur flach liegen. Das heißt, wenn ich hier so eine flache Bearbeitung mache, hier in diesem Horizont, dann möchte ich da sogar ein Weizenkorn. Dann möchte ich eigentlich nur, dass ich dieses Weizenkorn ein bisschen einmische, mit Erde zudecke, dass das keimt. Das ist sozusagen der Hauptgrund für eine flache Bodenbearbeitung. Und das ist auch Ziel bei dem Ganzen. Wenn ich flach arbeiten möchte, 2 bis 3 cm, dann will ich eigentlich nur das Ausfallgetreide einmischen und das soll dann sozusagen keimen, soll hochkommen, damit ich das nicht in der Folgekultur als zusätzlichen Beikrautdruck habe. So, wenn wir dann auch noch gleichzeitig die Stoppeln schön einheitlich abschneiden,
dann sieht es natürlich auch umso besser aus. Deswegen auch dieses flache Bearbeiten. Je tiefer wir natürlich arbeiten, desto länger braucht das Getreide, was wir da einmischen, um aufzukeimen und kann dann auch ein Problem in der Folgekultur werden. Also verbuddeln wollen wir es auf keinen Fall. Bei Raps sagt man immer, wer Raps vergräbt, wird angeklagt. Da reicht zum Teil auch nur ein Striegel. Also da eine Bodenbearbeitung tiefer als 5 cm, der müsste eigentlich ins Gefängnis. Gut. Ich habe gerade gesagt, du hast noch ein bisschen eingestellt. Wir haben natürlich ein bisschen schwierige Bedingungen. Hier sieht man schon, da ist so eine kleine Welle, die noch nicht. Hast du jetzt tiefer gestellt oder flacher? Ich habe einen Spacer tiefer gestellt. Ja. Damit wir halt auch hier, obwohl auch selbst hier habe ich eben gesehen, das sah man von oben erst gar nicht, haben wir ja schon so ein bisschen Erde durchmischt. Aber wir wollen ja schon noch ein bisschen, genau, wir wollen aber ja schon noch irgendwie flächig abschneiden. Deswegen haben wir jetzt noch einen Tacken tiefer gemacht, damit wir auch das halt kriegen. Ja. Gut, dann fahren wir noch mal eine Bahn. Und dann gucken wir, wie es jetzt aussieht. Jetzt ist das natürlich immer ein Kompromiss mit der Bodenbearbeitung, wenn man welche macht. Was möchte man erreichen? Wir in dem Sinne wollen ja in diesem Falle die Fläche einebnen. Das heißt, wir brauchen auch ein bisschen mehr Erde zum Mischen und wir müssen auch ein bisschen tiefer gehen. Wir haben jetzt noch einen Monat Zeit. Es sieht schon deutlich besser aus. Wir haben jetzt einen Monat Zeit, bis der Raps hierher kommt. Das heißt, wenn man diese Zeit hat, sieht aber gut aus. Wenn man diese Zeit hat, dann kann man auch ein bisschen tiefer arbeiten. Das ist jetzt aber eine Sache, wenn man nur eine Woche hat zwischen flacher Bodenbearbeitung, sagen wir mal in eine Woche grubbern wir und dann würden wir den Raps aussehen, dann muss man natürlich, dann kann man nicht so tief gehen, weil dann wollen wir wirklich die erste Welle, dass die schnell keimt und nicht noch 3 Wochen braucht, bis sie nach oben kommt. Ne? Ganz, ganz wichtig. So sieht das Ganze jetzt aus, ganz schön eben abgeschnitten. Man muss auch sagen, viele fragen jetzt, wo ist denn der Unterschied zwischen Stoppelsturz, beim Grubber und bei der Scheibenecke? Ja, das kann ich euch ganz einfach sagen. Grubber in diesem Falle schneidet ganzheitlich ab. Bei der Scheibenecke kann es dazu kommen, wenn man nicht tief genug ist, je nach Scheibenecke, dass man einige Bereiche nicht abschneidet, so wie hier. Ne? Das ist nicht abgeschnitten. Je nach Scheibenecke und Fabrikat und Abnutzung der Scheibe. Grubber, einheitliches Abschneiden, ist aber auch, muss man sagen, vom Verfahren teurer. Bisschen limitiert in der Arbeitsgeschwindigkeit, also mit einer Scheibenecke kann man schon mit Highspeed rüberballern und Verschleiß hält sich im Rahmen. Beim Grubber ist es so, der Verschleiß steigt exponentiell zur Fahrgeschwindigkeit, bei der Scheibenecke auch, aber es ist nicht ganz so krass, beim Grubber ist es schon ein bisschen schlimmer. Wie schnell fährst du so im Dreh? Wir fahren jetzt so im ersten Stoppelsturz, jetzt gerade sind wir so bei 12 km/h. Wenn wir natürlich nachher tiefer gehen, gehen wir ein bisschen langsamer, weil, wie du schon sagst, der Verschleiß steigt exponentiell. Ich kann damit natürlich gerade mit solchen Treckern davor schneller fahren. Das ist nachher auch jedem selber überlassen. Also die Maschine kann auch gut, jetzt wenn wir so flach arbeiten, 14, 15, aber dann geht natürlich mein Verschleiß auch hoch. Ja, das brennt förmlich runter, das Schar. Aber es sieht wirklich gut aus. Also ganz einheitlich abgeschnitten. Man sieht jetzt hier wirklich nichts mehr, was jetzt hier irgendwie noch angewurzelt ist. Also es ist komplett abgeschnitten. In Spitzen natürlich ein bisschen tiefer. Wir mussten auch ein bisschen tiefer machen, weil die Fläche uneben ist. Das muss ich einfach jetzt mir zugestehen als Problem. So ein Stück, ich würde sagen, es sind jetzt 5 cm ungefähr. Ne? Diese 2 cm, die schafft man natürlich auch nur, wenn es extrem eben ist. Ne? Also das ist so. Gut. Wollen wir noch Mühe tiefer gehen? Können wir. So 2 cm und dann glaube ich, reicht das schon zum Einebnen. Ja, dann machen wir das. Wir können uns ja gleich mal angucken, was jetzt gemacht werden muss, damit 2 cm tiefer kann. Sicherlich, genau, wird erstmal einmal ausgehoben. So, jetzt hat er die Maschine einmal angehoben, ein kleines Stückchen. Und jetzt haben wir ja gesagt, du hast gesagt, ungefähr ein Clip ist 1 cm, das heißt, du holst 2 Clips raus. Das überall, wahrscheinlich hinten und vorne. Genau, und dann war's das. Nette Sache. Diesen Schutz, ist das Staub und Dreck, Alex? Dieser Schutz, ist das Staub und Dreck auf der Straße oder ist das verpflichtend als Schutz auf der Straße? Ja, also das ist der Straßenfahrschutz, der kommt, das Zinkenfeld ist ja hochgeklappt, der kommt dann quer davor her, damit halt, wenn irgendwie Motorradfahrer und Radfahrer oder sowas kommt, die da nicht direkt ins Zinkenfeld fahren. Danke. So, Leute, fährt da hinten seine Bahn. Braucht einen kleinen Moment, bis er zurückkommt. Das sind 1,8 Kilometer.
Macht ein schönes Arbeitsbild, muss ich euch sagen. Sieht richtig jetzt schön eben aus. Ich glaube, mit einem Arbeitsgang können wir mit dem Gerät hier viel schaffen. Wir waren ja gestern mit der Scheibenecke schon unterwegs. Da sagt mir aber noch nicht genau zu. Also ist nicht einheitlich schön abgeschnitten, abgemischt, sodass wir hier, denke ich mal, nochmal einen Arbeitsgang machen müssen. Hier kommt am Anschluss Stripte-Raps. Im Normalfall, gut, das sieht jetzt hier das Stück halt vor, das hier rapsen soll. Dafür ist es ja schon geplant. Im Normalfall würde ich jetzt hier so das belassen, genau so wie es hier ist, und würde Stripte-Verfahren machen und genau darin Raps reinlegen. Also ohne eine weitere Bearbeitung, wirklich minimal. Und dieses Jahr muss ich das leider ein bisschen anders machen. Also dieses Jahr, wie gesagt, machen wir jetzt hier einmal diesen Arbeitsschritt, dann werden wir Stripte machen und dann sollte das alles wieder eben sein. Für diesen Teil denke ich mir, ich habe einen Satz Gänsefußschare für die Tiger Drill. Für diesen Teil, denke ich mal, werden wir die einmal unterschrauben müssen und das hier auch nochmal nacharbeiten, nochmal nachebnen. Oder wir fahren noch einmal über Kreuz in die andere Arbeitsrichtung, dass wir das vernünftig hinbekommen. Aber das sieht auf jeden Fall gut aus. Das ist ein sehr gutes Arbeitsergebnis. Sind natürlich jetzt auch ein bisschen tiefer gegangen. Können wir noch mal kurz gucken. Würde ich jetzt so auf 8 cm schätzen. Also ist so bis zu meinem Ringfinger 7 cm. Richtig durchmischt. Wieder zurückverfestigt. Und wie gesagt, das sind auch Bedingungen, damit das Ausfallgetreide aufkeimen kann. Wir haben natürlich hier auch längere Stoppeln. Habe hier ein bisschen höher gelegt, weil durch die Schwankungen sind wir teilweise ein bisschen tief gekommen. Sodass das Schneidwerk auch mal ein bisschen hier, so wie hier, tiefer geschnitten hat. Und ja, ich hatte dann auch ein bisschen Angst vor Stein. Es sind hier zwar weniger, aber die Gefahr ist halt da, dass man sich dann doch mal einen aufsammelt, ne? Ansonsten die Spreuverteilung, muss ich sagen, von dem Drescher hervorragend. Also kriegt man ohne Probleme hin. Gut, mit starkem Seitenwind hat man es natürlich nicht. Was haben wir hier noch? Einen alten Zapfwellenschutz. Mit starkem Seitenwind ist natürlich schwieriger. Aber ansonsten ist die Spreuverteilung wirklich hervorragend von dem Drescher. Da kann man wirklich nichts zu sagen und nichts bemängeln. Das ist schön gleichmäßig. Körner liegen auch gleichmäßig, also die Verlustkörner, sodass das hier auch vernünftig aufkeimt. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt kurz zum Auto zurück, hole mir die Drohne und mache ein paar nette Shots. Walking home late at night, maybe 2:30. A little drunk, but I'm alright, 'cause I've been hanging with you, and it feels like love. Tell me if I'm wrong, 'cause it feels like love. Yeah, it feels like love. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Don't know what you do, but you make me feel fine. And you can't deny we are not just killing time. You should let me know if you want this true. Baby, you just make me feel crazy. A little crazy for you, babe. I think about you and I want you here with me. Am I out of my mind, or is this how it should be? You made me sing about love, so just tell me if I'm wrong, but it feels like love. Yeah, it feels like love. Yeah. Don't know what you do, but you make me feel fine. And you can't deny we are not just killing time. You should let me know if you want this true. Baby, you just make me feel crazy. A little crazy for you.
Ist schon krass, wie wahnsinnig gut so ein Fendt so eine Bodenwellen wegfedert. Alter, das ist ja unglaublich. Ich glaube, das ist ja eine Fendt One Generation 7 Kabine. Ich glaube, die ist auch ein bisschen leiser geworden. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Ich bin der Meinung, mir wurde erzählt, ich habe ja Generation 6 Kabine, das ist Generation 7 Kabine. Nochmal ein bisschen leiser geworden. Ansonsten vom Platz würde ich sagen, hat sich nicht viel getan. Das haben wir alles, sitzt so, ja, vom Fußraum und so fühlt sich das auch alles ähnlich an. Aber das ist ja hier komplett neu. Das gehört zum Querneland-Gerät, aber das ist hier komplett neu. Ne? Also Fendt hat jetzt das Display hier hinter, finde ich, ist eine schöne Variante. Vorher war immer hier ein bisschen was und ja, da wird aber ein bisschen durch Lenkrad versteckt. Also vielleicht wäre es cooler gewesen dahin, aber ich will jetzt erstmal nichts kritisieren. Also auf jeden Fall da das Display. Hier haben wir noch einen Bildschirm. Können wir einmal gegentippen, dann fährt er raus und können wir uns all das rauflegen, was wir gerne möchten. Also die können wir schalten und walten, wie wir möchten. Finde ich, ist etwas, was Fendt seit Jahren gefehlt hat. Der zweite Bildschirm, immer dieses eine Tippen hin und her. Das ist natürlich eine schwierige Sache gewesen, nach wie vor, bei mir ja. Ne? Das ist komplett anders. Und sofern mir das erzählt wurde, ist jetzt hier alles frei belegbar, Leute. Alles ist hier frei belegbar. Sowohl die ganzen Tasten hier. Hier waren irgendwie 16 Funktionen belegbar, hat er gerade zu mir gesagt. Das ist natürlich ein Quernelandfahrer, ist ja jetzt kein Fendt-Fahrer. Und auch End-Go, Steuereinheiten, alles was man so kennt, ist alles komplett frei belegbar. Hier das GPS, wir können ja mal ein bisschen umher tippen hier. Man muss sich natürlich erstmal zurechtfinden. System-Setups, okay. Kann man hier oben auch, ah ja, hier oben kann man auch drücken. Muss ja selber zurecht. Ich habe noch nie in so einem Ding gesessen, Leute, mit Fendt One. Das ist wahrscheinlich hier meine Fläche, genau, hat er angelegt. Hannes heißt die Fläche. Hat er nicht eingemessen. 56 Hektar ist die. Und so kann man hier wahrscheinlich auch alles einmal abtippen, was man möchte. Der Verbrauch würde uns ja ein bisschen interessieren, ne? Okay, er hat auf der Fläche jetzt 38 Liter verbraucht, aber wir haben jetzt ja natürlich noch keine Fläche. Ach genau, ja, wir haben das auch nicht, weil wir hier nicht markieren, wo wir schon bearbeitet haben und wo nicht. Also er hat das nicht so eingestellt, dass er sieht, wo wir bearbeitet haben. Und demzufolge weiß der Trecker auch nicht, wie viel Fläche wir gemacht haben. Aber der momentane Verbrauch 40 Liter pro Hektar. Jetzt geht er mal hoch auf 42, 36. Alles so um den Dreh. Und das wäre jetzt bei 6 Meter eingestellt. 11 km/h fahren wir, sind 6,6 Hektar. Fast 7, sind ungefähr zwischen 6, sind ungefähr 7 Liter auf dem Hektar. Also 7 Liter auf dem Hektar kombiniert nachher mit Umdrehen oder so sind wir sicherlich bei 7,5, 8 Liter. Würde ich jetzt erstmal so sagen. Also nicht die Welt. Und man kann sagen, was man will. So bei der Bodenbearbeitung hinten ins Gerät reinzugucken, ist schon ein befriedigender Anblick irgendwie. Ansonsten liegt der Grubber mega ruhig, ne? Mega stabil, also ist ja hier total uneben eigentlich. Aber der macht einen guten Job, zieht das da schön einheitlich durch. Auch Fahrgassen, also wir hatten da vorne schon die erste Fahrgasse jetzt gemacht. Und auch da kratzt er das alles schön weg. Das ist auch immer so eine Problematik, gerade wenn man flach arbeitet, dass es oft in den Fahrgassen nicht reicht, so ein bisschen ankratzen und mitmischen, wenn man das machen möchte. Ansonsten klassische Fendt-Bedienung. Wer Fendt kennt auch die Symbole. Also hier haben wir Standgas, hier haben wir die Fahrpedalbegrenzung, Steuereinheiten, Zapfwelle. Das ist Fronthydraulik, Heckhydraulik, Einstellung Heckhydraulik. Das ist selbsterklärend, das kennt man. Hier die ganzen Bereiche, die Tasten kennt man eigentlich auch. Rundumleuchte, ja, den könnte ich mir jetzt nicht definieren. Das könnte eine Spiegelverstellung sein. Bin mir nicht ganz sicher. Autopilotaktivierung. Sieht aus wie nicht belegt oder frei belegbar. Differentialautomatik kennt man. Die Dinger haben ja hier schon
Allradautomatik immer, also die fahren immer mit Allradautomatik, muss man nichts aktivieren. Man hat auch seit Generation 6, den ich ja auch fahre, nicht mehr diese Fahrstufen, die man noch mal am Feld wählen musste mit 1 und 2, das gibt es nicht mehr. Dann haben wir hier frei belegbaren Joystick, wo wir noch mal hier selber was verändern können oder beziehungsweise drehen können hier oben. Wenn einem das, sagen wir mal, zu uneben ist, tippt man das an, geht dann darauf und kann das sich auch noch mal bestimmen, was man machen möchte, so wie Radio, Lüftung, ne? Gibt's ja, also Radio hier oben gibt es ja nicht mehr, sondern Lüftung, Radio. Frei belegbarer Joystick, kann man komplett alle Funktionen draufpacken, auch sogar Tempomat, Autopilot, alles drum und dran. Was haben wir hier? Das habe ich vergessen, was er gesagt hat, was das war. Ich glaube frei belegbar. Hier hat er jetzt gerade drauf. Wenn ich da richtig gucke, ist das Frontfahrwerk, also Frontfederung. Hoch oder runter, würde ich sagen, ist frei belegbar. Genau, wenn wir jetzt hier rauf tippen, kann man die jetzt editieren? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich so. Okay, und dann tippe ich darauf. Und dann kann ich hier wahrscheinlich was wählen, was ich nehme. Okay, ich habe den jetzt angetippt. Was mache ich denn? Wie gesagt, Leute, ich habe keine Erklärung für den Fendt One gekriegt. Ich sitze hier einfach drin und drücke da mal ein bisschen rum. Ich will auch nicht hier was verstellen. Ich mache mal wieder das Schloss vor und will hier nichts verstellen. Aber ihr seht das selber, das ist alles frei belegbar und editierbar. Auch dieser Block mit den Tempomaten, hier sind die ja entsprechend. Da sind ja die Tempomaten 1 und 2. TMS kennt man auch, Tractor Management System. Das heißt, er fährt die Geschwindigkeit unabhängig von der Motordrehzahl. Da kümmert er sich alleine drum. Neutralstellung 2 fest einzustellende Motorumdrehung. Und das hier? Was ist das für ein Rädchen? Ich habe da mal dran gedreht, aber passiert nichts. Passiert nichts. Ansonsten könnten wir auch sicherlich uns die GPS-Karte darauf legen, aber wir müssen uns das noch mal geben und müssen dann mal mit einem Mitarbeiter von Schröder oder so hier rein, dass der uns das mal komplett erklärt, dass wir auch mal hier so einen Tag rumfahren. In Zukunft könnte das in einem Monat etwa so weit sein. Dann haben wir noch mal wieder eine Vorführung. Dort fährt auch ein Fendt One. Oh, Leute, falsche Taste. So, dann drücken wir hier End. Dann fährt er hoch. Und dann können wir umdrehen. Geht der Autopilot runter. Geht der Autopilot raus. So, wir fahren jetzt hier die ganze Zeit Spur an Spur. Man könnte natürlich auch A/B fahren. Man könnte natürlich auch automatisch umdrehen aktivieren. Man kann vieles, So, Tempomat rechts rüber. Aber ich weiß nicht, um ehrlich zu sagen, mein erster Eindruck vom Joystick ist, weiß ich gar nicht, ob der gut ist. Weil generell finde ich, hier sind so ein, zwei Dinge, die so stören. Und zwar das Rädchen, also mir ist das eben, ich habe Tempomat gedrückt, habe am Rädchen gedreht. Und hier ist noch so eine Shift-Taste. Da ist noch so eine Shift-Taste, die nimmt man, das sind die Beschleunigungsstufen. Die nimmt man auch sehr wahr, dass man dagegen kommt. Also ich habe jetzt eben den Joystick wieder angefasst und wieder an dem Rädchen gedreht. Schon wieder. Also ich weiß nicht, ob ich den Joystick cool finde, ob ich nicht hier einen freien Bereich gerne gehabt hätte für die Hand. Ist wahrscheinlich aber alles nur eine Gewöhnungssache. So, Leute. Wir ziehen jetzt hier noch ein paar Bahnen. Ich muss jetzt noch mal zum Hof. Ich habe meine GoPro-Halterung vergessen. Klippt die euch jetzt noch mal überall an dem Gerät ran. Dass wir noch ein paar schöne Aufnahmen haben, wie das Stroh da durchfließt, wie der Boden da durchfließt. Und ich glaube, dann war es heute das auch wieder. Aber die Aufnahmen machen wir noch und dann sehen wir weiter. Bis dann.